Das Material in ihren Händen sieht empfindlich, schlicht und unscheinbar aus. Für Giovanni Fili und Henrik Lindström ist es aber etwas ganz Großes. Damit wollen sie die Welt verändern. Powerfoil konverterar ljusenergi. Diese Folie verwandelt Lichtenergie in elektrische Energie. Und zwar drinnen, draußen, im Schatten, wenn es regnet, die ganze Zeit. Wenn wir die ganze Welt damit verkleiden, wird das eine grüne Revolution. Bauen wir die Folie zum Beispiel in mobile elektronische Geräte ein, können die sich selbstständig immer wieder aufladen. Powerfoil, so heißt das Produkt, das die beiden schwedischen Erfinder in ihrem Unternehmen Exeger in Stockholm herstellen. Ein ultradünnes und flexibles Solarzellenmaterial. Es basiert auf einem Mechanismus, der seit Jahrmilliarden das Leben auf der Erde antreibt. Photosynthese. Der Schlüssel dazu sind Farbstoffe wie das grüne Chlorophyll, das in Blättern und Nadeln steckt. Mit ihm wandeln Pflanzen das Licht der Sonne in Energie um, die sie zum Leben brauchen. Auch in der Powerfoil steckt ein Farbstoff, der Lichtenergie in elektrische Energie verwandelt. Sie nutzt nicht das teure Silizium, das heute in den meisten Solarzellen Strom erzeugt. Eine herkömmliche Farbstoff-Solarzelle funktioniert vereinfacht so. Sonnenlicht trifft auf einen lichtempfindlichen Farbstoff. Der setzt daraufhin Elektronen frei. Die werden von einem anderen Material, einem Elektronenfänger, eingesammelt. Gleichzeitig wandern negative Ladungen aus einem Elektrolyten in den Farbstoff und regenerieren ihn wieder. Verbunden mit zwei Elektroden erzeugt das System Strom. Ein geniales, seit etwa 50 Jahren bekanntes Prinzip, das erst jetzt von Exeger in industriellem Maße verfügbar gemacht wurde. Die Farbstoff-Solarzelle wurde Ende der 80er Jahre erfunden, von dem berühmten Schweizer Chemiker Michael Grätzel. Diese Technologie war damals bahnbrechend. Aber es gab Probleme mit der Ästhetik und die Zelle war auch sehr teuer. Für damalige Verhältnisse war der Wirkungsgrad sehr gut, aber auch da war noch Luft nach oben. All das hat es schwer gemacht, die Technik erfolgreich zu kommerzialisieren. Giovanni Fili und Henrik Lindström waren auf einem Flug nach Deutschland, als Fili seinem Kollegen Lindström bohrende Fragen stellte. Schließlich hatte der dann die entscheidende Idee und diese wurde auf einer Serviette notiert. Lindström ordnet die Schichten der Farbstoff-Solarzelle einfach um. Der lichtempfindliche Farbstoff liegt jetzt ganz außen und bekommt so viel mehr Licht ab. Zudem findet der Chemiker Ersatz für die teuren Elektroden und Kontakte. Das neue Material kann zudem den Strom rund 1000 Mal besser leiten. Und noch etwas war für die Umsetzung der neuen Solarzelle wichtig: ein völlig neues Trägermaterial. Dieses Substrat, auf das wir die Schichten auftragen, liegt in der Mitte der Zelle. Plus- und Minuskontakte drucken wir auf je eine Seite. Es ist eine sehr leichte Solarzelle. Alle aktiven Schichten sind hier auf diesem Papier. Bei der Herstellung sind die aktiven Materialien der Solarzelle erst flüssig. So lassen sie sich ganz einfach auftragen. Schicht für Schicht werden sie aufgedruckt. Das Trägermaterial selbst ist zwar leicht, aber sehr stabil. Außerdem machen ihm Chemie und Hitze während des Produktionsprozesses überhaupt nichts aus. Das Verfahren ist einfach, hocheffizient und bislang einzigartig. Wir können die Zellen in jeder beliebigen Form drucken.
Die Oberflächen können wie Leder, gebürsteter Stahl oder Holz aussehen und sich auch so anfühlen. Diese Eigenschaften geben uns eine einzigartige Position auf dem Markt. Derzeit kann niemand mit uns konkurrieren. Und das haben wir auch unseren starken Patenten zu verdanken. Powerfoil wandelt saubere Energie in sauberen Strom um. Sie wird aus reichlich vorhandenen Rohstoffen hergestellt und kann nahtlos in fast jedes Produkt integriert werden. Das schafft keine andere Solarzelle. Jetzt kommt sie zum ersten Mal bei mobiler Unterhaltungselektronik zum Einsatz, bei Kopfhörern, E-Readern und anderen Geräten. Unterhaltungselektronik hat eine große Auswirkung auf die Umwelt. 2017 verbrauchten die kleinen Geräte in Amerika 143 Terawattstunden Strom. Das ist die Menge, die ganz Schweden in einem Jahr verbraucht. Mit Powerfoil kann weltweit massiv Strom gespart werden. Eine starke grüne Vision. Das erste Produkt, das 2021 mit Powerfoil auf den Markt kommen wird, ist ein intelligenter Fahrradhelm mit Sensortechnologie. Und das Unternehmen hat angekündigt, ein neues Werk zu bauen. 10-mal größer als das bestehende, ebenfalls in Stockholm. Das ist in der Tat eine weltverändernde Vision, die wahr wird.